So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir haben in der letzten Folge den dritten Fall Blutbad abgeschlossen und werden in der heutigen Folge in den vierten Fall hineinspringen und mal gucken, welches Rätsel oder welchen Mord wir da auflösen dürfen. Ich bin empfindsam. Guck mal, wie groß mein Herz wird. Irgendwann ist mein Herz so groß. Das passt eigentlich gar nicht zum Sherlock Holmes, oder? Aber Fallstatistik brauche ich gar nicht weiter regeln zu lassen, weil die sind sowieso nicht existent. Vergangenheitsbewältigung, okay. Die Affäre Epigrange. Aha. Affären sind immer gut. Solange die einen nicht selber betreffen. The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. Oh Gott, Herr Watson wird mir so leid tun. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Um welchen Letter geht es denn jetzt? Ach, die Big Danny ist immer wieder ein Anblick wert. Das sehe ich genauso. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Ja, Toby. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Tisch. Den haben wir noch gar nicht benutzt gehabt, oder? Briefe. Nehmen. Welchen Brief haben wir denn jetzt hier? Mr. Holmes, heute wurde mir zum ersten Mal gestattet, einen Brief zu schreiben und Sie sind die erste Person, an die ich mich wenden möchte. Ich bereue alles, was ich getan habe und gleichzeitig bin ich Ihnen dankbar dafür, dass Sie die Wahrheit ans Licht gebracht haben. Das war eine unbezahlbare, wichtige Lektion für mich. Darüber hinaus bin ich Ihnen für meine milde Strafe zu großem Dank verpflichtet. Auf diese Weise werde ich schon bald wieder ein erfülltes Leben genießen können, ohne von der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden. Hochachtungsvoll, Percival Blinkhorn. Das ist doch schön. Es freut mich, wenn ich helfen konnte. The letter is on the table, Holmes. Ja. You should take a look. Ja, welcher Tisch? Wir haben hier viele Tische. Ach, hier. Brief. An Sherlock Holmes. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Hat aber eine schöne Schrift. A wax seal with the monogram E.B. The Brackenstall family coat of arms. Okay, dann machen wir mal den Brief auf. Abigail Grange, Marsham, Kent, 3:30 Uhr. Mein lieber Mr. Holmes, es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir unverzüglich bei einem Fall zu Hilfe kämen, der höchst bemerkenswert zu werden verspricht. Die Sache liegt ganz auf Ihrer Linie. Bis auf die Befreiung der Lady werde ich dafür sorgen, dass alles genauso bleibt, wie ich es vorgefunden habe. Doch bitte ich Sie keine Sekunde zu verlieren, da Sie Eustache nicht lange dort wird liegen bleiben können. Hochachtungsvoll Inspector Lestrade. So, what is it, Holmes? Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the E.B. monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately.
I live in hope of an interesting morning. Abby Grange. Jetzt bin ich mal gespannt, in welcher Hinsicht dieser Fall vielversprechend werden wird. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Very good. Very good that you are going to examine this person. Lord George Brackenstall. Gottes Willen. Gottes Willen. Wen haben wir hier? Sir Warthen Brackenstall. Guck mal, das sieht ein bisschen aus wie Karl Marx. Lord Brigham Brackenstall. Lord Ramsay Brackenstall. Oh, Lord Ramsay. Ramsay ist ein sehr schwieriger Name. Baron Lyndon Brackenstall. The Baron. Brackenstall family seems rather austere. Aber nett, haben alles hier in schwarz gehalten. Oder in dunkelblau, schwarz. Ja. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Schwarz ist eine schöne Farbe. Lady Brackenstall awaits you in the Ja, morning okay. Ja, Entschuldigung. Ich wusste nicht, wo der Morgensalon ist. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Ach Gott, die arme Frau, die ist richtig zugerichtet. Och man, die Arme. Freche Verletzung. Die hat echt schöne Wimpern. Goldene Brosche, Kingehuhn, Emu, australischer Herkunft. Elegantes Kleid. Ehering. Alte Verletzungen. Ach, der wurde wahrscheinlich geschlagen. Gott, die armen Frauen. Blasse Wangen. Was ist geschehen? Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn.
Then my brave Teresa came to my assistance. Wurde etwas gestohlen? Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. Keine glückliche Ehe. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Alte Verletzungen. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Och Mann. Your ladyship? Oh Gott, die tut mir leid. Oh Gott, es ist ein Kind, oder? Muss ein Kind sein. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Nee, ist eine ältere Frau. Stimmt, die doch Falten. Kann gar kein Kind sein. Altersfalten. Die ist auch ganz hübsch. Hat Lady aufgeweckt, fürsorglich. Arbeiterhände. Kaffeefleck. Letzte Nacht. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Ach Gott. Die Arme. The Times. Das Familiengeschäft läuft, die Randale-Bande ist wieder unterwegs. Vor weniger als 2 Wochen ist die berüchtigte Einbrecherfamilie, die als die Randall-Bande traurige Berühmtheit erlangt hat, mit einem brutalen, aber leider erfolgreichen Einbruch in eines der wohlhabenderen Häuser in Sydenham wieder aufgetaucht. Die Polizei ist im Verbrechen bereits auf der Spur, allerdings wurden bisher keine Einzelheiten der Tat genannt, auch nicht der Name des Opfers. Ein Zeuge konnte zu allen 3 Männern genaue Personenbeschreibungen abgeben, was der Polizei sicherlich die Möglichkeit geben wird, ihr Profil dieser Familie von Ganoven zu vervollständigen. Wir nehmen uns die Freiheit, unsere geschätzten Leser über diese gemeingefährliche Bande zu informieren und ihnen die aktuellsten Beschreibungen der 3 Verbrecher zu geben. Die Bande ist schon seit geraumer Zeit aktiv und besteht aus einem Vater und 2 Söhnen. Das älteste Mitglied, Jack Randall, ist ein Mit-40er mit bereits ergrautem Haar sowie von durchschnittlicher Körpergröße und Statur. Als derjenige, der bei den Einbrüchen die Fäden zieht, behält er stets die Kontrolle über seine Söhne, die sich zwar altersmäßig nicht unterscheiden, vom Aussehen her dafür umso mehr. Der ältere Sohn William Randall ist ein großgewachsener, breitschultriger Mann mit einem unverhältnismäßig kleinen Kopf. Sein jüngerer Bruder Melvin Randall ist deutlich schmächtiger und wird als dünn wie eine Bohnenstange beschrieben. Die Bande wird nicht nur wegen zahlreicher Diebstahls- und Einbruchsdelikte gesucht, sondern auch wegen ihrer außerordentlich brutalen Piratenkarriere, bevor sie nach England zurückkehrten. Seien sie auf der Hut und mögen ihre Wertgegenstände sicher sein. Ja, wir haben noch die Person. Theresa, Lady Brackenstall, noch keine 25 Jahre alt, stammt aus einer wohlhabenden australischen Familie. Sie ist seit etwas mehr als einem Jahr verheiratet. Höchstwahrscheinlich hat sie während der vergangenen 2 Wochen körperliche Gewalt über sich ergehen lassen müssen. Sie führt ein einsames Leben und verlässt das Haus nur sehr selten. Theresa kennt ihre Herrin schon seit relativ langer Zeit und hängt sehr an ihr. Sie ist die einzige Dienstkraft, die in Abbey Grange lebt. Ihre Aufgabe besteht darin, zu kochen, zu dienen und Lady Brackenstall zu pflegen. Sie würde im Bedarfsfall ihre Herrin ohne zu zögern The beschützen. description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Randalls als Sündenböcke, der Einbruch wurde lediglich inszeniert und die ganze Geschichte nur erfunden, um die Schuld für den Tod von Sir Eustace den Randalls in die Schuhe zu schieben. Das würde ich mich doch nicht unbedingt festlegen wollen.
Fotografie. 2 This Frauen. photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? Sieht aus wie Venedig. Nö, Rock of Gibraltar, So Adelaide. the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Mhm. Ach hier. Bild. These scratches are most definitely made by the picture frame. A trapper's hut. Tadam! This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Haben wir zum Glück gar nicht mitbekommen. Der Safe. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. Das war so klar. We have to open it. Your ladyship? Hm. Let us try to open this safe. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Ich denke mal, so soll das sein. Yay! Das war ja einfach. Herzlicher Bericht. Sir Eustache, Ihr momentaner körperlicher und geistiger Zustand ist äußerst besorgniserregend. So gibt es verschiedene Anzeichen für einen schweren Leberschaden. Bei der letzten Untersuchung hatten Sie stark blutunterlaufene Augen und Ihre Haut war leicht gelb gefärbt. Auch weist Ihr Atem einen Geruch auf, der typisch für Lebergeschädigte ist. Darüber hinaus gibt es noch die Lungenabszesse, über die wir bereits gesprochen haben. Die Beinkrämpfe, von denen Sie mir berichten, werden von einer Veränderung des Nervensystems verursacht, die ihrerseits auf exzessiven Alkoholmissbrauch zurückzuführen ist. Dies gilt auch für den Tremor. Ihre Leber fühlt sich bei der Untersuchung sehr hart an, was ein deutliches Symptom einer fortgeschrittenen Zirrhose ist. Zudem gibt es Anzeichen auf Aszites, also einer Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle. Ihr geschwollener Bauch lässt keinen anderen Schluss zu. Die Schmerzen unterhalb ihrer linken Rippe weisen auf ein ernstes Bauchspeicheldrüsen, der hat ja alles, Leiden hin, das zu einer akuten, fulminaten und letztendlich tödlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen kann. Ihr Zustand könnte auch ein Risiko für andere Menschen in ihrer Nähe und darüber hinaus darstellen. Ihr exzessiver Alkoholkonsum schränkt ihre Selbstbeherrschung ein und verstärkt ihre Aggression. Ich stehe Ihnen jedoch gern zur Verfügung, um Sie bei diesem Problem zu unterstützen. Es gibt eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten. Es ist halt nur die Frage, ob das jetzt auch Sinn, also klar, also da wird mit Sicherheit sterben, so viele Sachen wieder jetzt hat, unter denen er leidet, laut dem Arztbericht. Ich meine, klar, der hat die Frau geschlagen unter Alkoholeinfluss. Aber im Endeffekt, ob der jetzt trocken wird, macht doch keinen Unterschied mehr. Was habe ich denn hier? Chronik. Ich bin wirklich so empfindsam. Was habe ich hier? Oh, den Silberdolch. Warum habe ich nicht den goldenen Dolch behalten? Hatten wir hier nicht noch Echos? Ja. Wir hatten doch hier irgendwo Echos. Ach so, ja. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care.
Können Sie ja fragen, ob sie von der Krankheit ihres Mannes wusste. Oh, what a horrible thing to have happened. Oder wir fragen sie überhaupt nicht. Und wir fragen Theresa. Frühere Gewaltausbrüche. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behaviour. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Ach Gott, die Arme. Rückzugsleben, Gewaltausbrüche. Sie kann halt niemanden. Lady Birkwill heiratete Sir Eustache kurz nach ihrer Ankunft in London und verließ das Haus seitdem selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder ihre Dienstmagd Bekanntschaft mit irgendjemandem in England geschlossen hat, ist sehr gering. Ich werde jetzt erstmal so machen, dass es die Randall-Bande gewesen ist. Geschlagene wir müssen wahrscheinlich Watson fragen. Verlogene, ne? Ach Gott, die Arme. Darf ich jetzt rein? Bitte, 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 bitte. Ja. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. A trapper's hut. A trap. Okay. The hunting scene. Das sieht so cool aus. Das Spiel ist von 2014. Geschirrschrank. These wine bottles are expensive and mostly from France. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. An Besteckkoffer. empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Oh, eine leere, bestimmt eine leere A Flasche. bottle of wine is missing here. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Stuhl. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Gläser. A decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. Chateau Calon Ségur. French wine. Grand Cru. Und 3 This Gläser. glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. Ist ein dekantiert. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside Muss it, ja nach while the other eingeschenkt two haben, are wahrscheinlich. clear. Denke ich mal. So, Watson,
What have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Kamingitter. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. Aua. That is one possible explanation. The head was cracked with the force of the blow. That must be the murder weapon. Barefoot. He had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Quite a large stick, a formidable weapon. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Hier, Kaminsims. Abgeschnittenes Seilstück und so. Appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Na gut, Watson. The death was instant. Gut, dann hole ich mal den guten Toby hierher. Du bleibst hier, ne? Mal gucken, wohin unser guter Toby führen wird. Auf welche Spur. Ne, du sollst doch dort bleiben, Watson. Ja, dann halt nicht. Toby! Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. Der ist so süß, ne? Du bist so niedlich. Du bist ein kleiner Bauzi-Bauzi. Oh. Aber ist es nicht ein bisschen gesundheitsgefährdend für den Hund, wenn man neben ihm raucht? Eigentlich ja schon. Ich bin enttäuscht. Search, Toby. So cool gemacht. Es ist von zweiter. Echt ein schönes Anwesen. Würde mich mal interessieren, wie die Familie hier so reich geworden ist. Sagt er mir? Nö. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Silverware. Okay. Wieder zurück. Ging jetzt wieder zurück oder? Diese ganze Wege zurückgelaufen. Ja. Wow. Und ich dachte, die... Wie sollen es jetzt hin sein? Ja, gucke. Ach so. Ah. Mit dem Brunnen sind die hinabgestiegen.
The scent leads to the well. I should check it. Ach, hier geht's weiter. Dann sind sie hier rübergeklettert. The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Aber ich würde sagen, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden, wieso sie diesen Fluchtweg gewählt haben. Und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.